Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute gibt es knusprige Röstzwiebeln, ganz ohne Zusatzstoffe, aber mit intensivem, natürlichem Geschmack. Gekaufte sind meist vollgepackt mit Zusatzstoffen, minderwertigen Fetten und übermäßig viel Salz. Doch selbstgemacht geht es nicht nur gesünder, sondern auch geschmacklich sehr viel besser. Außerdem sind sie nicht nur natürlicher, sondern auch ressourcenschonend in der Herstellung. So richte dir deinen Arbeitsplatz ein. Der erste Schritt ist, wähle deine gewünschte Menge Zwiebeln. Ich starte mit 750 Gramm und nach dem Schneiden bleiben davon etwa 500 Gramm übrig. Diese werden erst halbiert, damit tut man sich am leichtesten die Schale zu entfernen, genauso wie du es bei mir sehen kannst. Dann wird sie vorsichtig in der Mitte halbiert und längs in dünne Streifen geschnitten. Vorsicht dabei natürlich auf die Fingerchen. Und dann zu guter Letzt werden kleine Würfelchen daraus gemacht. Und in diese Würfelchen schneiden wir jetzt natürlich die gesamten Zwiebeln. Das zeige ich euch jetzt aber nicht nochmal. Ambitionierte können aus den Zwiebelresten auch noch mehr rausholen. Ob für Zwiebelpulver, Fonds, Brühen oder zum Aromatisieren von Öl. So kannst du die Reste sinnvoll verwerten und nichts geht verloren. Das ist echte Nachhaltigkeit. Jetzt mischen wir uns noch eine aromatische Gewürzmischung. Dafür geben wir Paprikapulver, edelsüß, genauso wie etwa 2 Esslöffel Curry oder Madras Curry, den ich wegen seiner aromatischen, leicht scharfen Würze bevorzuge. Er harmonisiert einfach perfekt mit Zwiebeln. Nun ist es ziemlich einfach, zerbrösel sie einfach in ihre einzelnen Schichten und gib sie abschließend in deine Gewürzmischung hinein, aber das hast du dir vermutlich schon gedacht. Nun ist Handarbeit gefragt. Du könntest die Mischung auch mit einem Löffel verrühren oder einfach mal die Gelegenheit nutzen, das Lebensmittel in deinen Händen zu spüren und es bewusst mit den Gewürzen verbinden. Wundere dich an der Stelle bitte nicht, dass wir noch kein Salz verwendet haben. Das kommt ganz zum Schluss zum Einsatz, aber das zeige ich dir noch. Da lose Gewürze dazu neigen, schnell im heißen Öl zu verbrennen und dadurch bitter werden, sieden wir die überschüssigen Gewürze sorgfältig ab. So bleibt der Geschmack der Gewürzmischung frisch und aromatisch, ohne dass etwas ungewollt bitter wird. Du könntest das auch zum Beispiel in einer Salatschleuder machen oder portionsweise, so wie ich das mache. Hier zu sehen sind nur noch die überschüssigen Gewürze und das, was im Sieb hängen bleibt. Nun benötigen wir einen ausreichend großen Topf oder eine Fritteuse, in der genug Platz für die Zwiebeln und das Öl ist, da das Öl auch noch ziemlich aufschäumen wird. Aber das zeige ich dir gleich noch. Achte darauf, dass das Öl geschmacksneutral ist, damit die Aromen der Zwiebeln und Gewürze im Vordergrund stehen und nicht durch den Ölgeschmack überlagert werden. Nun sollte das Öl heiß genug sein, dass es an einem Holzstäbchen Blasen wirft, aber nicht zu heiß. Eine mittlere Hitze ist ideal, damit die Zwiebeln gleichmäßig und schonend frittiert werden können. Arbeite in kleinen Portionen, damit sie schön knusprig und goldbraun werden. Hier siehst du, wie das Öl kräftig aufschäumt. Die Zwiebeln enthalten noch einiges an Wasser, das beim Frittieren entweicht. Bleib also achtsam und zieh den Topf bei Bedarf kurz vom Herd, um die Hitze zu kontrollieren. Rühre dabei immer wieder um, damit sie gleichmäßig auskochen können. Das Ganze dauert in etwa 10 Minuten pro Portion. Das kann man meist gut erkennen, indem es nicht mehr allzu sehr schäumt und natürlich der Bräunungsgrad nicht zu vergessen. So sind sie perfekt und können dann auch zum Abtropfen auf ein Küchenpapier gegeben werden. Und so verfahre ich portionsweise, wie gesagt, mit den gesamten Zwiebeln, gut abtropfen lassen.
sodass ich das Küchenkrepp richtig gründlich mit dem Fett vollsaugen kann. Gleichmäßig verteilen, da tust du dir dann etwas leichter. So wie du es bei mir sehen kannst, ist es dann optimal. Um dir noch zu zeigen, was passiert, wenn die Zwiebeln in zu heißes Fett gegeben werden, schau dir gerne die nächsten Szenen an. So vermeidest du eine riesige Küchensauerei. Abgesehen davon kann das auch zu irrsinnigen Verbrennungen führen. Deswegen gut Ding will Weile haben. Sobald die Küche wieder gründlich gereinigt ist, lege dir ruhig das Crepe doppelt. Die letzte Portion kommt auch noch drauf. Und dann dürfen die Zwiebeln erstmal abtropfen, wie erwähnt, und natürlich auskühlen. Nachdem Sie etwa 30 Minuten auf dem ersten Krepppapier Ihr überschüssiges Öl abgegeben haben, wandern Sie noch gemeinsam auf ein sauberes, frisches Papier. So kannst du auch das letzte bisschen Öl abtropfen und die Röstzwiebeln werden herrlich knusprig, ohne zu fettig zu sein. Aber dazu komme ich jetzt gleich noch. Verteile sie einfach nur gleichmäßig. Damit hilfst du den Zwiebeln, ihr überschüssiges Fett an das Krepppapier abzugeben. So lasse sie dann ruhigen Gewissens noch eine Stunde stehen. Nun hat endlich das Salz seinen großen Auftritt, denn für den besseren Geschmack werden die Röstzwiebeln moderat gesalzen. Bei meiner Menge war das eine gute Prise voll. Einige Zwiebeln sind da bereits perfekt geröstet, während andere noch etwas weicher sind, wie du siehst. Deswegen verlieren alle mit der Zeit ihre Knusprigkeit und werden wieder leicht labbrig, und das will keiner haben. Damit das nicht passiert, kommen die Röstzwiebeln noch in den Dörrautomaten, so bleiben sie dann durchgehend herrlich knackig und haltbar. Ich verteile sie gleichmäßig auf dem Gitter meines Dörrautomaten. Damit sie nicht anhaften, nutze ich praktische Silikoneinlagen. So bleibt alles schön getrennt, geschmeidig und trocknet außerdem gleichmäßig. Wenn er dann so gut gefüllt ist, darf der Dörri nun für etwa 2 Stunden bei 55 Grad arbeiten und die restliche Feuchtigkeit aus den Zwiebeln schonend entziehen. Die Zwiebeln sind nun perfekt getrocknet und sollten erst einmal luftig auskühlen, bevor sie weiterverarbeitet oder verpackt werden. Und nun kommt der ultimative Geheimtipp, um die Röstzwiebeln möglichst lange knusprig zu haben. So sollten sie sich dann auch bei dir anhören. Die Röstzwiebeln fülle ich nämlich portionsweise in meine Einmachgläser. Sehr praktisch finde ich dafür die Weggläser, aber das ist letzten Endes Geschmackssache. So gebe ich die Deckel auf die Gläser und dann verschließe ich sie noch mit den Wegklipsen. Damit die Gläser beim kommenden Einkochvorgang nicht auf dem Boden hin und her ruppeln und vielleicht noch einen Schaden erleiden, lege ich ein Tuch unten rein, gebe die Gläser oben drauf und gebe inzwischen kochendes Wasser mit in den Topf hinein. Und so lasse ich dann einkochen für die nächsten ca. 30 Minuten. Das sollte reichen. Nachdem die Gläser vollständig ausgekühlt sind, entnehme ich die Klipse und hebe das Glas am Deckel an, um zu überprüfen, ob sich der Unterdruck gebildet hat. So sind sie, wenn sie richtig vakuumiert und kühl sowie trocken gelagert werden, etwa 6 bis 12 Monate problemlos haltbar. Achte nur darauf, dass die Gläser an einem dunklen Ort ohne große Temperaturschwankungen aufbewahrt werden, um auch die Qualität letzten Endes zu erhalten. So oder so sind sie geschmackvoll lecker, garantiert ohne künstliche Zusatzstoffe. Ich wünsche dir viel Freude beim Selbermachen, gutes Gelingen. Bis demnächst. Pfiat's euch!